Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Für die PlayStation 3. Im letzten Part, was haben wir denn jetzt? Muss ich mal kurz nachdenken, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir Freundschaftsereignis von Elise gemacht, glaube ich. Das heißt, heute werden wir das von Jude machen und wenn danach noch Zeit ist, werde ich endlich mal die letzten Katzen suchen. Ich habe keinen Bock, das offscreen zu machen und... ja. Hallo Jude. Ich hoffe, dass es dann jetzt endlich mal, ja, soweit sein wird, dass die Freundschaft zu Jude vollständig ist. Ja, ja bitte Jude. Wo einst Träume gediehen. Jude Kapitel 5. Oh, sehr süß, hi. The ice spirit climb is quite intense here. Yeah, we thought it might make you feel a little more at home. It is quite pleasant. We're ready to show you those places you remember. Any preference for the order? Under their current names, the areas are the Kajar Sea Falls, Fenmont, and Fort Gondala. I'll leave it to you. But just make sure Fort Gondala is last. Oh, why is that? You asked if I had a preference, and I answered. Fort Gondala is a military installation. We should probably ask Rowan to get us permission to visit. Good idea. I'll give him a call. In the meantime, let's start by visiting the other two. Okay, die Reihenfolge steht für mich schon fest. Wir gehen... oh. Das heißt, es ist jetzt hier unten. Wir werden definitiv zuerst zu den Kijara-Fällen gehen und danach nach Fenmont, weil von Fenmont werden wir direkt über die Barnauer Höhenstraße nach Fort Gondala laufen, in der Hoffnung, dass ich da dann noch die Katze finde, weil da müsste noch irgendwo eine Katze sein. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu den Kijara-Fällen. Elise? Oh, jetzt fangen draußen schon wieder Geräusche an. Naja. Müssen wir jetzt ein bisschen mit leben. Wo genau muss ich hier denn hin auf den Kijara-Fällen? Natürlich dahin, wo man quasi immer hin muss, wenn man hier ist. Wo soll man auch sonst hin? Quasi genau die Mitte. Ich hatte ja gehofft, dass man das nur doch nicht machen muss, also ihr doch nicht diese Orte zeigen muss, aber wie man gerade sieht, es ist der Fall, man wird sie zeigen müssen, allerdings im letzten Kapitel hier von Judes Story-Questelein. Hallo Elementärz, dankeschön. Und hallo. Unten. So, hier müsste das doch schon sein, oder? Genau. Wo damals der gute, alte, erste, richtige, schöne, ordentliche Boss hier war. Hi. Okay, holen wir uns das nochmal schnell. Und hello. Whatever there is. This is just as I remember it. Cool and relaxing. So it's always been like this? They say that couples who stand at the top of the falls develop an intense bond for each other. Daredevil lovebirds used to scramble up there all the time. One man in particular was persistent in inviting me as well. Bist du mitgegangen? I am a great spirit. I have little interest in participating in human traditions. But I did enjoy watching other humans do it. I see. It must be an important human custom. Actually, I've never heard about it. Then perhaps it's fallen out of practice. Shall we give it a go? Yes, why not? And you needn't worry about slipping. Undine will make sure your fall isn't fatal. Not fatal? My nostalgia is satisfied. You may do as you please. All right, then we'll be back in a jiff, okay? Are those two always like that? Interesting. Kurz mal das Fenster zugemacht. It feels like only yesterday that he and I talked here. Has it really been 500 years? We went all the way to the edge. Maxwell, I didn't think you'd actually go through with it. The view was worth the trip alone. And you should have seen Jude. Mila, I told you to pretend that never happened. That's right.
I quite enjoyed it, to be honest. But if you found it upsetting, I shall suppress the memory. Well, in that case, you don't have to forget it, but just keep it between us, okay? Very well. It shall be our secret. Well, that was certainly fun. On to the next stop. Yep. Und entsprechend jetzt nach Fenmon. What's wrong? Have you caught a cold? No, I'm fine. It's just a normal physiological response. But you were splashed with a significant amount of water back there. I knew I should have... Mila, it's fine. Honestly, I'm good. Was habt ihr beiden da oben getrieben? I can't tell you that. Luger's reaction is just so amusing. It's because of the way you're talking, Jude. You're making it sound like we did something scandalous. Huh? No, it's not that. We didn't do that. The harder you try to keep it a secret, the more people will wonder. It's basic human nature. I understand that, but still. I know. I'll keep my promise. Which means I can't tell you. Sorry about that. Hätte ich das andere genommen, hätte ich noch mehr Jude-Affinity bekommen und ich brauche Jude-Affinity. Egal, jetzt gehen wir erstmal nach Pharma. Okay, es sieht so aus, als müsste ich wahrscheinlich in den Orderpalast oder so. Keine Ahnung. Aber warum sollte ich mich da sonst nicht hinteleportieren können? Aha. What a strange little city they've built here. There wasn't a building in sight last time I was here. Just an endless field, perfect for watching shooting stars. Wow, that sounds nice. People used to say that if you wished upon a shooting star before it vanished, your wish would come true. The human who brought me here loved those silly superstitions. He taught me all sorts of them. No, Jude is slowly melting the ice around Celsius's heart. I'd only get in the way. Celsius taught me a 500-year-old method for making wishes come true. Want to give it a shot? A spell for granting wishes? Interesting. That does sound like the sort of thing humans would enjoy. Let's try it. Here, you move your hands like this while you make your wish. Intriguing. Yeah. Did you ever make a wish with anyone? Back in the day? I don't recall. We've made our wishes. Shall we move on? Das war's schon mit Fenmon. Oh. Na, dann gehen wir jetzt trotzdem über die Bahner High Road. Oh, ist das warm. I wonder what he wished for. As if asking now would do any good. Okay. So, also die Sache ist, wir haben irgendwo auf der Höhenstraße hier, wenn mich nicht alles täuscht, noch irgendwo eine Katze. Ist es korrekt? Ich möchte das nur noch mal schnell nachprüfen. Nicht, dass ich hier jetzt umsonst noch mal gehe und suche. Barnauer Höhenstraße. Raketes Halsband. Wir haben da definitiv noch eine Katze. Ja, ich weiß, ich könnte mich jetzt schon nach Fort Candela teleportieren, aber nein. Nein, 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 nein. Wäre cool jetzt, wenn für die Quest jetzt einfach Celsius das andere Teammitglied wäre, aber leider ist es nicht so. Wird doch nicht so sein. Vor allem, wir haben hier ja schon eine Katze gefunden, aber das war scheinbar einfach nicht Rakete. Rakete. Hier ist zum Beispiel noch ein Loch. Vielleicht könnte da noch ein Meow drin sein. Ich weiß es nicht. Hallo? Wobei ich ehrlich gesagt wage zu bezweifeln, dass sich zwei Katzen auf einer Map befinden und das hier, also hier auf dieser Map war nun schon mal eine Katze. Ich werde noch ein bisschen Stuff hier einsammeln. Ich glaube für so einen Scheiß, ich weiß gar nicht mehr, ob es für so einen Scheiß hier auch eine Trophäe gab. Ich glaube nicht, aber naja, man kann es ja für alle Fälle mal mitgenommen haben.
Aber das ist trotzdem erstmal das alles, was hinten ansteht, denn ich will einfach nur noch die Katze finden und dann mache ich weiter mit dem Freundschaftsereignis, denn ich möchte bald durchspielen. Eigentlich wollte ich heute ganz gerne noch durchspielen, aber es ist einfach noch zu viel offen, wenn ich so drüber nachdenke. So, das heißt, wir suchen jetzt eine Katze. Irgendwo auf dem Barnauer Highroad befindet sich eine Katze. Die miaut ja auch für gewöhnlich, aber das Problem ist, wenn ihr die ganze Zeit die Gegner rumschreien und dann werde ich das halt auch ganz schnell mal überhören. Oh, ein Zugvogelfeder. Ja, Mensch. Fuck you. Ja, die sind ja manchmal nur auch nicht so schlecht versteckt. Also, ich habe hier jetzt erstmal keine gesehen, aber ich werde nochmal da hochklettern. In großer Hoffnung noch einmal hier um den Baum rum vielleicht. Ne, oh Gott. Hoch hier. Es muss noch irgendwo diese eine Kotze sein. Ich weiß nicht, ob ich hier schon drin war, aber ich werde auf jeden Fall nochmal nachgucken. Hi, Rakete. Ja. Und 12.000 Gold. Ja, ich will mich nicht beschweren. Dann gehen wir jetzt von hier aus noch ganz schnell nach Fort Gandella, damit wir den Teleport mal freigeschaltet haben. Weil wir können uns überall auf der Welt momentan hin teleportieren, außer nach Fort Gandella von Barnauer High Road aus. Das ist ziemlich schwach, deswegen muss ich das jetzt schnell mal korrigieren. Oh Gott. Aber nicht in die Gegner. Okay, Tempo. Komm schon. Okay, aber es ist auf jeden Fall beruhigendes Gefühl, dass wir jetzt endlich die Katze haben. Dann fehlt noch eine, glaube ich, in Fenmon und eine im Arklen-Sumpf. Aber durch den Arklen-Sumpf bin ich ja echt extrem gerusht das letzte Mal, deswegen wundert mich nicht, dass ich das da noch nicht habe. Das Kätzchen. Ich gucke jetzt noch einmal schnell hier rein. Dann sind ja auch gerade meine Katzen wiedergekommen. Oh, die brauchte ich auch noch für irgendwelchen Stuff. So, meine Katzen sind wieder da. So. Ja, ne, hier wollte ich nicht gucken. Und in Lerond haben wir entweder auch noch eine Katze oder die wird halt hier mitgebracht. Okay, go. Also mir fehlen jetzt noch eine Katze im Arklen-Sumpf, in Fenmon und in Lerond. Im Arklen-Sumpf und in Fenmon haben wir definitiv noch eine so, die wir irgendwie finden müssen, für die Quest mit dem Halsband und so. Und in Lerond haben wir entweder auch noch eine, die so ist, oder in irgendeiner Nebenquest oder so. Oder die müssen die Katzen finden, ich weiß es halt wirklich nicht. Ich würde sagen, wir haben die wirklich einfach übersehen da. Also ich glaube, wir müssen die wirklich finden da, aber wer weiß. Just look at this eyesore they built. But this has to be the place. I'd never forget the mana flowing through here. Why is this place special to you? Because this is where I met him. Who? The first human I ever met. Have you heard of a man named Hao? That name sounds familiar. Wait, you can't mean Dr. Hao. Isn't he the head scientist who laid the foundation for spirit arts? If that's the case, his inspiration must have been... Probably me. We even lived together for a while. He insisted. He was a spirit scientist who lived approximately 500 years ago. He's like the father of spirit arts. Even before humans knew spirits existed, we'd intuitively been able to channel them, but Dr. Hao suspected their existence. He theorized they were beings who converted mana from human mana lobes into spirit arts. Apparently, he confirmed his theory by making contact with a physically manifested spirit. I never imagined it was Celsius.
Dr. Howe's theories spearheaded and eventually led to the fundamental arts of spirit channeling. He laid the entire foundation for the age of spirit arts. You make it sound like he was some noble historical figure when really he was just a lovesick fool. Always finding an excuse to get close to me, trying everything he could to woo me. Wait, Dr. Howe hit on you? Have all of these locations we visited been places you spent with Howe? Yes, he used to drag me everywhere, always talking passionately about his dreams for the future. The way most humans do with their friends and lovers. But ultimately, humans and spirits are different creatures. Do you truly believe that spirits and humans can coexist peacefully? I believe it. In fact, I plan to prove it. We have vowed to do everything we can to accomplish that goal. Right? Well then, in that case... I think that we should put your vow to the test. Das war ja mal wieder klar. Celsius und der versklavte Aquadrache. Versklavt. Aber das ist jetzt äußerst unpraktisch, muss ich an der Stelle erwähnen. Zumal ich sowieso wieder keine einzige... Ich habe bisher noch keine einzige Art zu Ende gebracht. Darf ich das bitte? Dankeschön. Sehr lieb. Ja, das ist halt momentan wirklich ein bisschen anstrengend, aber... Oh, habe ich überhaupt nicht. Ich hatte gar nicht genug Geld, die Items wieder aufzustocken, ne? Oder habe ich sie aufgestockt? Ja, doch, ich glaube... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sie aufgestockt. Wie wär's mal mit... Mal ein bisschen runterkommen. Boah. Gerade ein bisschen nervig, okay? Moment. Jetzt mal bitte, lasst mich doch mal bitte eine Art fertig machen, ja? Dankeschön. Weil jetzt, wenn ich sie das nächste Mal noch einmal fertig machen darf, dann kann ich wieder die verbundene Mystic Art machen. Das ist doch dann wieder alles schön. Oh, jetzt habe ich sogar die lange Art hier zweimal fertig gekriegt. Au. Hallo? Ich sehe mich leider nicht. Oh, komm schon. Noch einmal bitte jetzt eine Art fertig machen lassen. Dankeschön. Ich muss nach wie vor sagen, ich mag die Art echt sehr gern. Okay, das war's mit Celsius. Jetzt haben wir hier immer noch diesen komischen Drachenwichser. Wichskopf. Vogel. Aber den machen wir nochmal, oder probieren wir nochmal zumindest ein bisschen hier im... ich wollte gerade sagen im Hexenture, aber ich meine natürlich im Chromativ. Ach, keine Lust hier ewig drin zu bleiben. Lass ihn lieber mal auffüllen wieder. Wenn die Attacke ihn nicht schon fertig macht. Und sie macht es. This is proof of our vow. I hope you can finally understand. Cool. Damit müsste ich jetzt hoffentlich meine Max Affinity mit Jude fertig voll haben. Bitte. Bitte. Hoffentlich endlich. Bitte. Ich will wissen, was man dann bekommt, beziehungsweise was das bringt. I think not. Look out!
Are you okay? Jude, why would you do this? I just can't stand seeing you hurt. I wouldn't do this for just anyone, you know. Don't you see that? Jude, you idiot. Just look at them. Let me tell you, that idiot right there is every bit the fool Hal was. Jude, Maxwell, you might be able to accomplish our vision. You have what it takes to go and finally create the world that Hal and I always dreamed of. Nehmt euch ein Zimmer. No problems on my end. But Jude... He's in a lot of pain, but I'm okay. I'll live. Celsius. We never got to talk with her about anything besides her memories. It doesn't matter. Celsius and Dr. Howe have given me the lead I needed. This might be the key to resuming my Spyrite research. Ach, da steht mal so eine Wache rum. Balin, it's Jude. I may have found a way to complete the Spyrite project. What? Seriously? Yeah. It'll take a while to explain, though. First things first, Jude. You need to get your wounds treated before telling any long stories. Okay. Maybe we can borrow Drissel's manor in Sherrilton. Such foolishness. This really makes me question your priorities, Jude. Huh? Are you mad at me? Hallo Händler. Mensch, ist ja richtig viel los. Moment mal, ach, ich bin noch in Judes Geschichte. Ah, ich muss echt jetzt noch nach Sheraton. Ich dachte, das wäre jetzt schon vorbei. Aber gut, dann gehen wir noch ganz schnell nach Sheraton. Ui, le Sheraton. Ah, dann war das Ereignis vergleichsweise gar nicht mal so lang. Also jetzt das von Mila war auf jeden Fall deutlich länger. Oder ich habe einfach nur länger gebraucht. Okay. Und mal wieder hier rein. Das kennen wir ja nur inzwischen auch schon. Hold still. I can't treat your wounds if you keep squirming. I told you, I'm fine. I already gave myself first aid. Now. Let's hear your breakthrough for the Spyrite project. Oh, maybe this isn't a good time. Balin, thanks for coming. Wild wyverns couldn't have kept me away. Now, what's this revelation of yours? Well, Spyrites are essentially just spirits, right? Even once they become Spyrites, they still have their own minds. So instead of trying to control them, we should be asking for their cooperation. Asking for their cooperation? How exactly? That's the thing. It's the same way Rizemaxians do it every day. You figured it out too. Ah, yes. The process in which spirits perform arts for humans in exchange for our mana. It presumably requires some form of communication to form a contract. So, spirit arts are actually a conversation of sorts. Dr. Howe was originally trying to communicate with spirits when he invented spirit arts. It must be that the arts contain within them a message that's sent to the spirit. You're right. We picked up on some incomprehensible system of signals when we were analyzing the spirit arts process. If it turns out to be an encrypted spirit language, it just might be what we're looking for.
If we decode it and apply it to Spyrites, We'll even be able to make requests of the great spirits. Can you imagine that? I'll analyze the signals immediately. Leave everything to me. Hey, impressive work there. I didn't do anything. It's all thanks to Celsius. You inherited the possibilities that Hao once envisioned, and that will be the key in leading us to a brighter future. You humans really are something. Thank you for everything. I will make sure your dream comes true. Und damit haben wir Judes Freundschaftsereignisreihe auch abgeschlossen. Und wir bekommen auch hier wieder seine Jogwaffe aus Teil 1, nämlich die guten alten Tibu-Fäustlinge, die kennen wir ja. Haben wir jetzt 3 so eine großen Dinger hier. Okay. Aber wie es scheint... Was? Das hat ja gar nichts gebracht. Oh, Mann. Mann! Ich habe da noch irgendwas bekommen, oder? Ach nee, meine Katzen sind wieder da. Genau das war's. Okay, Mist. Das heißt, ich werde wohl nochmal Geld spenden müssen, in der Hoffnung, dass ich nochmal... Bitte... Oh, fuck you! Wie unpraktisch. Also jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch in... Mal schauen, wir hatten in Elrond hatten wir Musei, in Chengdu hatten wir, glaube ich, Alvin. Traglev hatten wir Gaius. Und stimmt, für Layer habe ich ja die Joke-Waffe schon bekommen. Dann gibt es kein Layer-Event mehr. Das ist sehr, sehr gut. Hätte ich gar keine Lust drauf gehabt. Das heißt, wir haben noch 3 bis 4 Freundschaftsereignisse vor uns. Eben wenn Musei noch 2-mal kommt, dann haben wir noch 3-mal vor uns. Noch 3 vor uns. Ach, fickt euch doch mal in den Popo. Ne, Moment. Also wir haben... Doch, ich glaube, dann haben wir noch 3 bis 4 Mal, glaube ich, jetzt noch vor uns. Ja. Dann fangen wir im nächsten Part an mit... Also wir haben Alvin, Musei... Okay, dann machen wir mit Musei los. Ja, allerdings werde ich jetzt, bevor wir den Part beenden, nochmal gucken, ob ich nicht irgendwo in Elrond noch eine Katze finde. Ich bin der Meinung, dass ich mich in Elrond schon viel umgesehen habe. Und auch schon mehrfach nach der Katze gesucht habe. Allerdings habe ich irgendwie das ungute Gefühl... Oh, cool. Oh. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass es tatsächlich hier eine Katze gibt und ich die bis jetzt übersehen habe. Und deswegen möchte ich gucken. Irgendwo müsste es dann ja in diesem Fall eine Katze geben. Ich glaube, das Inn habe ich schon 100-mal durchsucht, aber man kann ja immer nochmal gucken. Das werden wir jetzt noch für den Rest des Parts machen. Im nächsten Part bleiben wir dann hier. Also wir fangen dann hier den nächsten Part auch an in Elrond. Allerdings machen wir dann das Freundschaftsereignis eben von Musei. Und sobald wir das gemacht haben, fehlen uns nur noch 2 bzw. 3. Also entweder nochmal Musei, Gaius und Alvin oder nur noch Gaius und Alvin. Ich glaube aber nochmal Musei und dann Gaius und Alvin. Wir werden sehen. So, gucken wir auch mal hier. Ja, hallo. Ganz am Rand, ob hier vielleicht noch irgendwo das Ketchupchen ist. Oder gar hier. Die Sache ist, es ist ja keine Katze mit Halsband. Sonst hätten wir dafür ja noch eine Quest, aber die haben wir nicht. So. Okay, hier kann ich auch hinter. Hier gibt es 2 Voltaire oder eine Voltaire-Heuschrecke. Das ist gut, aber leider kein Kätzchen. Und ganz ehrlich, ich wage zu bezweifeln, dass das Kätzchen noch irgendwo hier drin ist. Aber man darf in diesem Spiel niemals zweifeln.
Besonders nicht, wenn es darum geht, eine Katze zu finden. Komm schon, komm schon. Hier muss irgendwo die Katze sein. Ich meine, ich habe quasi alle Katzen. Mir fehlen noch 3 Katzen. Das habe ich ja schon vorhin aufgezählt. Zwei davon sind um Fenmon rum. Und eine einzige fehlt mir dann noch in fucking Le fucking Rond. Nur wo? Schon mal nicht in der Klinik. Okay, auf der anderen Straßenseite gehe ich gleich gucken. Ich gehe hier jetzt nochmal entlang bis zum Ende. Aber no chance. Und dann bleibt halt noch der Hafen natürlich. Hier bei dem Hund. Nein. I wish there was some way to harness that incredible memory of yours for good. Bestimmt hier. Okay, keine Katze. Moment, ich muss noch mal kurz eine Sache nachgucken, bevor ich am Hafen nach der Katze suche, muss ich noch mal kurz eine Sache nachgucken. Ich kann wirklich nicht dahinter, nein. Da hinten hätte mich eine Katze jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewundert. Aber gut, da ist keine. Dann suchen wir noch den fucking Le Rond Seehafen danach ab. Hier geht's nicht rein. Verringert damit schon mal die Möglichkeiten. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo in Le Rond ist eine abgefuckte Katze. Eine einzige. Fehlt hier noch. Wie gesagt, es kann ja sein, dass sie nur durch die Katzen zurückgebracht werden kann. Also indem ich die Katzen halt wegschicke. Deswegen schicke ich die ja momentan noch immer nach Le Rond. Wäre natürlich super cool, wenn sie irgendwann plötzlich mit der Katze halt ankommen. Die Katzen. Dann wäre ich natürlich genauso glücklich. Aber ich habe halt, wie gesagt, das Gefühl, dass sich die Katze hier noch irgendwo befindet. Hey Hund, du bist leider nicht meine Katze. Vielleicht ist es auch so, dass die Katze hier in Le Rond erst auftaucht, sobald ich, was weiß ich, alle anderen Katzen habe oder so. Das wage ich auch minimal stark zu bezweifeln, aber rein theoretisch ist es möglich. Ja. Aber hier ist keine Katze. Hier ist einfach keine Katze. Also jetzt habe ich definitiv ganz Le Rond abgesucht. Fuck you. Damit haben wir die Katze. So. Dann gehen wir, wie gesagt, im nächsten Part in Museys Freundschaftsereignis und wenn wir danach noch was schaffen, also wenn es nur ein ganz kurzes Freundschaftsereignis ist, starte ich danach noch Elvens Freundschaftsereignis. Wenn es allerdings ein langes ist, dann mache ich danach nur noch die Katzensuche. Also dann suche ich noch die letzten beiden Katzen im nächsten Part. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, ich cutte an dieser Stelle. Und im nächsten Part, ja, wie gesagt, Museys Freundschaftsereignis. Das ist jetzt erstmal wichtig. Also bis dann und ciao.